So, und damit herzlich willkommen bei Maximal Minimal. Mein Name ist Max und heute gibt es wieder einen Statusbericht. Ich habe heute auch zwei Themen für euch und zwar einmal, ich weiß, ihr könnt es wahrscheinlich gar nicht mehr hören, ich habe wieder am Gebrauchtmarkt zugeschlagen. Es ist einfach die ideale Zeit für sowas. Und drei schöne Sachen entdeckt, also 2 Loks und ein Wagenset und das wollte ich euch kurz zeigen. Und das zweite Thema ist das Thema Graffiti oder Graffiti-Decals. Das habe ich hier schon mal ausprobiert an einem Lokschuppen. Und da wollte ich euch einfach mal mitnehmen, wie ich das mache. Wollte ein Gebäude von der Anlage nehmen und es einfach mit euch mal ein bisschen gemeinsam das Thema angehen und wünsche da ganz viel Spaß dabei. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem ersten Thema an, das gebrauchte Rollmaterial, das neue, was ich mir besorgt habe. Und zwar fangen wir direkt an mit der ersten Lok. Mach's euch mal scharf. Genau, nämlich die 33723 von Märklin. Ist eine ältere Lok, kennt ihr auch. Also der eine oder andere hat vielleicht ein Déjà-vu, weil wir haben das mal zusammen die Lok umgerüstet auf Hochleistungsmotor und auf MLD3-Decoder. Jetzt habe ich die zweite ergattern können, aber es war auch ein guter Preis und ich muss sagen, ich mag diese Orientroten Epoche 5 Loks. Und warum nicht, auch wenn ich die Lok schon habe und wir haben ja auch die Feuerwehrlok gehabt, könnt ihr euch daran erinnern, da können wir wieder einen Hütchentausch machen und dann hätte man zwei quasi vielleicht sogar in einem Art Sandwich-Betrieb für eine Pendelstrecke. Deswegen habe ich gesagt, komm, schlage ich sogar noch mal zu. Und dann eine alte Vertraute, und zwar die Märklin 39215, die 218er aus dem Classic-Programm. Ihr wisst, die habe ich euch vorgestellt mal, deswegen da, und jetzt denkt ihr wahrscheinlich dann, hä, wieso nochmal die gleiche? Der Preis war einfach sehr, sehr gut und ich habe einfach gesagt, also mir gefällt die Lok wirklich sehr, auch mit der Maschinenraum-Innenbeleuchtung und Einrichtung. Und da war auch mein Hintergedanke, auch wenn ich die Lok schon habe, man könnte diese dann einfach vor einen Reinigungszug mal spannen, vielleicht vor den zweiten Reinigungszug, also 2 der gleichen Art, weil man dann eben 2 gleiche Technik hat, 2 gleiche Motoren etc. Innenleben und dann kommen die sich nicht in die Quere und ich glaube, das passt ganz gut. Und das dritte im Bunde ist das Märklin Wagenset, also Holztransportwagenset, auch in der Epoche 5, die Nummer 47026. Das sind insgesamt 5 Holztransportwagen und auch das Set habe ich schon mal, also ihr seht, das ganze Rollmaterial eigentlich ist jetzt doppelt gemoppelt, aber auch gerade so diese Holztransportwagen, ich weiß nicht, wie es da euch geht, da werde ich schwach. Ich finde einfach so Ganzzüge, eben, die sieht man auch oft auf den einschlägigen Strecken, Bahnstrecken. Und ich muss sagen, gerade egal ob mit Doppeltraktion 218er, mit einer Ludmilla oder auch mit einer Eurodual oder auch einem Vectron, auch Vectron Dual Mode etc. Alles, man sieht also die Wagen passen einfach zu jeder Lok und deswegen freue ich mich, dass ich da dann auch wirklich einen Ganzzug damit eigentlich dann machen kann. Ja, und jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit den Graffiti-Decals. Und da würde ich jetzt einfach sagen, ich greife mal in die Anlage rein und nehme unser Testobjekt, nämlich unser Bahnwärterhäuschen. Und wir treffen uns jetzt einfach am Schreibtisch. So, und jetzt willkommen zur neuen Bastelstunde. Nein, Spaß. Willkommen am Schreibtisch. Ihr seht, wir haben jetzt unser Blockwärterhäuschen, eines der ältesten Gebäude, die ich besitze, also noch aus der ursprünglichen M-Gleis-Anlage von meiner Kindheit. Und ich habe das auf der Platte dann wirklich mit ganz alten, auch das dürfte aus der Zeit sogar von meinem Papa sein, dann noch so Früchte oder Blumen gesehen. Ihr seht, die sind auch ganz, ganz anders als jetzt auch die heutigen Sachen, was es da gibt. Das sind so Knubbel. Die habe ich da einfach rangefügt und dann eben noch Rosen, eine Katze da oben liegt und alles so weiter. Dann einfach noch ein bisschen, ich sage jetzt mal, gesupert. Und genau, und um das Gebäude geht es nämlich, weil ich habe nämlich Lust, vor allen Dingen hier, das ist die straßenzugewendete Seite, da einfach 1, 2 Decals hinzumachen. Und wollte ich da auch 2 Methoden zeigen. Und zwar einmal, ich habe schon ein bisschen das Ganze zerschnitten. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, weil ich ja schon ein paar aufgetragen habe auf der Anlage. Es gibt diese ganz, ganz klassischen Decals. Das heißt, die sind eben mit einer Folie versehen, beziehungsweise mit so einem Trägerpapier, sagen wir es mal so, was man eben in Wasser einlegen muss. Deswegen hier habe ich einen Deckel genommen, da ist Wasser drin. Und dann hat man diese Nassschiebbilder und die kann man dementsprechend auf dann das Gebäude oder auch auf Fahrzeuge etc. drauf tun.
Und dann habe ich noch eine zweite Sache gefunden, die ich auch schon ein bisschen ausprobiert habe, und zwar Sticker. Es sind quasi wirklich Decal-Sticker. Und genau, da wollte ich euch einfach zeigen, wie beide Varianten so funktionieren. Deswegen, ich würde auch beide wirklich auf dieses Gebäude drauf tun. Vielleicht, weiß nicht, ob beide nebeneinander passen oder wir finden noch eine andere Stelle. Muss ich mal schauen. Deswegen machen wir es einfach ganz entspannt. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem ganz klassischen oder mit den Nassschieberbildern an. Und genau. So, und ich würde sagen, wir schauen mal, was würde am besten denn passen. Wir haben hier so Freestyle, Big City oder auch hier so blaue Sachen. Das ist zu groß. Aber Hip-Hop hätten wir noch in weiß, würde man schon auch sehen. Ich glaube, hier würde ich sogar ein anderes aus dem, von der Sticker-Variante machen oder hinsetzen. Ich glaube, ich würde sogar neben diesem Plakat, ich glaube, da kommen wir nämlich auch ganz gut hin. Da würde ich jetzt so eins hinmachen. Ich glaube, ich würde sogar sagen, jetzt lass uns dieses Big City dahin machen. Und wie es halt immer so ist, das heißt ganz normal, ich glaube, ich mache euch mal ein bisschen scharf, weil ich jetzt ein bisschen näher dran bin. Wir können das einfach hier ausschneiden. Genau. Und dann mache ich mal wieder, ziehe ich mal das Ganze hierher. Habe hier auch eine Schere, beziehungsweise auch hier so eine Pinzette. Und jetzt, weil wir das ausgeschnitten haben, wir müssen ja irgendwo diese Trägerpapier und die Folie, die da drauf ist, müssen wir lösen. Das macht man am besten in Wasser. Deswegen schmeiße ich es jetzt einfach da rein. Und ihr seht, es schwimmt jetzt oben drüber. Und jetzt können wir das Ganze vorsichtig nehmen. Das ist immer sehr, sehr heikel. Und dann würde ich das jetzt hier so draufsetzen. Das Problem ist, es klappt sich dann immer um. Deswegen, wir haben es jetzt zumindest mal drauf und ich würde es jetzt nochmal mit einer Schere mal kurz gucken, dass ich den anderen Teil, der jetzt so umgeklappt ist, die ist ein bisschen schmutzig. So, jetzt haben wir das hier schön und jetzt würde ich sagen, jetzt setzen wir es einfach hier so neben dem Poster rein. Das war halt dann, damals habe ich das als Kind dahin gemacht. Ich würde es aber auch lassen, es darf ja ruhig ein bisschen Geschichte erzählen. Und jetzt kann ich mit einem Wattestäbchen oder Q-Tip, je nachdem wie ihr sagt, kann ich hier so leicht vorsichtig drüber rollen. Und das Wasser, was dann da ist, so ein bisschen aufnehmen. Weil einfach um diesen Kleber quasi dann von dieser Folie oder diesen Kleber zu aktivieren, so wie ich das zumindest weiß, braucht man eben Feuchtigkeit. Aber jetzt ist natürlich zu viel Feuchtigkeit mit dabei. Und wir haben es ja auch ein bisschen rumgeschoben. Dann trocknet es auch ein bisschen schneller. Wir müssen nur sehr vorsichtig sein. Genau, ich glaube, das sieht es so ganz lustig aus. Man sieht es auf jeden Fall. Das ist ja wirklich dann die Seite, wo man auch von der Anlage das aussieht. Also es ist nicht die Straßenseite. So, und ihr seht, unser Decal ist schön oder hat schön getrocknet, genau. Und jetzt ist natürlich wichtig, das Ganze mit so Klarlack eigentlich zu überziehen. Ich würde es gerne in einem Aufwasch machen, weil ich will euch noch eine andere Variante von Decals zeigen, weil jetzt war es diese Nassschiebebilder eben. Das ist jetzt Teil 1 und da das jetzt hier geschützt ist durch den Vorsprung bzw. durch den Balkon, drehen wir das Ganze um und ich würde gerne auf der Straßenseite, also das sieht man nur von hinten von der Anlage, da würde ich jetzt gerne ein anderes Decal hinmachen. Und dann können wir das nachher zusammen, beide Sachen dann schön eben mit Klarlack überziehen.
oder mit farbloser Farbe. Und zwar gibt es auch noch zu den Nassschiebebildern. Das ist ja die Variante 1 und die kennt ihr sicherlich auch. Aber was ich noch entdeckt habe, ist, es gibt welche sozusagen als Aufkleber, als Sticker. Und ich würde sagen, da suchen wir uns jetzt irgendwann passendes raus, was nämlich jetzt hier schön hin kann. Das ist doch schön bunt. Das ist doch schön bunt. Wir haben es hier noch mit so Luftballons. Das würde auch, aber ich glaube, es ist ein bisschen zu groß. Ich würde jetzt das hier, weil das passt ideal. Und das schneiden wir jetzt einfach aus. So, dann tun wir das zur Seite, weil das sieht doch hier, glaube ich, ganz cool aus. Ich wollte jetzt irgendwas Buntes, was Großes hinmachen, weil wieder irgendwie so eine Schrift, weiß ich jetzt nicht. Und der Vorteil ist, es sind jetzt wirklich so Sticker. Also es sind wirklich, also kann man wirklich so sagen. Aber das sieht jetzt echt ganz cool aus. Ich habe es jetzt auch schon getestet. Und jetzt muss man hier, das ist jetzt sozusagen nur ein bisschen frickelig, da gibt es so eine Schutzfolie. Die muss man jetzt abmachen. Seht ihr? Das ist quasi so eine Trägerfolie. Die können wir wegmachen. Und jetzt hole ich wieder unser Gebäude mal in den Vordergrund, mache euch schärfer. Und jetzt machen wir das hier. Oder? Das sollte, genau, das ist. Und dann machen wir das nämlich hier hin. Kleben das hier. Gucken wir mal, dass das nicht unter dieser Schaufel dann da ist. Und jetzt kann man nämlich oben, da ist nämlich auch noch mal eine Folie. Also wir haben jetzt das quasi aufgeklebt. Und jetzt kann man das Ganze hier wegmachen. Also ihr seht, ich mache jetzt mal ein bisschen schärfer. Ja, ich mache meinen Finger. Das ist quasi außenrum alles, was übrig bleibt vom Graffiti, die glänzende Folie. Und so haben wir jetzt direkt so ein Graffiti. Und das ist echt eine coole, einfache Sache, weil ich habe das auch durch Zufall erfahren, weil ich einfach wieder neue Decals gebraucht habe. Und wenn man jetzt so das Ganze anguckt, es ist auch matt. Natürlich glänzt jetzt hier so ein bisschen, das Fenster glänzt auch, aber ich muss ehrlich sagen, das sieht doch jetzt irgendwie, also finde ich echt ganz cool aus. Das kann man natürlich dann oben noch was machen, da kommt aber jetzt keiner hin. Man könnte jetzt hier noch mal was Kleines hinmachen auf diesem Häuschen. Machen wir noch eins hin. Gibt es noch irgendwie was ganz Kleines? Könnten noch hier so ein Deluxe. Guck mal, Peace ist doch gut. Haben wir wieder eins ausgeschnitten. Machen wir die Trägerfolie ab. Und dann haben wir hier Peace. Passt eigentlich auch ganz gut, dann muss ich dazu sagen, dahin. Mir geht es jetzt vor allen Dingen um die Farben. Also das ist einfach ein bisschen, ja,
angesprayt worden ist, weil ich finde Eisenbahn oder ich finde, es hat auch einen eigenen Charme, natürlich auch so, ja, unschön wie es ist, aber irgendwie Graffiti und Eisenbahn gehört einfach irgendwie dazu und das einfach, weil es ja auch ältere Gebäude sind. Ich sage jetzt von mir aus, das ist eines aus der eher Anfangszeit, jetzt sozusagen von meinem Bahnhof, so spiele ich das. Ist ja eigentlich ein Blockwärterhäuschen, ist quasi, oder halt vielleicht dann, ich spiele vielleicht, ob das ein Mini-Stellwerk oder irgendwie sowas mal gewesen ist. Dann brennt ja noch Licht nachts, aber deswegen, das so ein bisschen verschmiert, das sieht doch einfach toll aus. Und das war's. Also mehr ist es jetzt gar nicht. Also wir haben jetzt hier 2 Sticker quasi hingemacht. Und dann einmal unser normales Nassschiebebild. Soll auch überhaupt keine Werbung sein. Also nicht jetzt, dass ihr sagt, oh Gott, hier irgendwie, ich mache jetzt nur noch das eine. Überhaupt nicht. Es ist einfach, wie gesagt, durch Zufall. Und ich finde es interessant, weil natürlich, man sieht im Internet sehr, sehr häufig, sind halt diese Nassschiebebilder. Und ich habe die auch nach wie vor, nutze ich die. Deswegen, ich glaube, da gibt es auch gar kein richtig und kein falsch. Ich fand es nur interessant, dass es ja auch noch eine weitere Variante gibt, eben mit so Stickern. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten und einfach, weil Graffiti jetzt mit dazugehört und weil ich jetzt einfach sage, komm, auf dem Altbauteil jetzt nochmal schön ein bisschen ausschmücken. Wieso dann nicht und warum nehme ich euch da einfach nicht mit, habe ich mir gedacht. Aber jetzt ist einfach die Thematik, jetzt kann man natürlich die Sachen so lassen. Also erstmal passiert jetzt nichts dabei, aber man sollte jetzt bei den Stickern, die würden wahrscheinlich so auch funktionieren, aber man sollte trotzdem, zumindest diese Nassschiebebilder, ich mache es aber bei allen, diese mit Klarlack überziehen, einfach um über die Jahre dann gesichert zu sein. Also wie gesagt, ich nutze da auch überhaupt keine Werbung. Die matte, farblose Farbe 36102 von Revell. Und einfach um das Ganze sozusagen, ja, ich sag mal, für die Ewigkeit zu konservieren, ist es einfach nicht verkehrt, das Ganze dann mit Farbe ganz vorsichtig zu überziehen. Das ist mir noch ein bisschen zu viel. Das kann ich aber dann verteilen. So, dann lassen wir das Ganze mal trocknen. So, und ich habe euch mal auf die Hand genommen, nämlich es ist nämlich alles soweit gut trocken, wie ihr seht. Man sieht wirklich nur, wenn dann ganz, ganz leicht matt von der Farbe dann was außen, aber das ist echt cool. Und jetzt setzen wir das Ganze mal wieder auf die Anlage drauf, deswegen dann nehme ich euch einfach mal eben mit. Guck mal, da ist nämlich die Anlage. Und da könnt ihr euch dran erinnern, ist nämlich noch das kleine Glühbirnchen. Ja, es gibt noch quasi auf dem alten Teil wirklich, so habe ich angefangen mit den ersten Gebäuden, mit lustigen Glühbirnchen noch Gebäude. Aber ich habe noch ein paar, warum soll ich die wegschmeißen? Und jetzt können wir das Ganze einfach nämlich da so hinsetzen. Und ich glaube, das sieht doch soweit aus. Ja, und das passt doch. Das muss ich eh nochmal, beziehungsweise ich habe das halt damals, ist ja dieser Unterboden so gewesen. Ist nicht ganz so formschön, muss man auch ehrlich sagen, aber so waren halt die ersten Anfänge. Wobei, ich muss eigentlich sagen, so richtig auffallen tut es nicht. Aber ist doch cool, von der Straßenseite sieht man jetzt hier was. Dann auch hier von der Seite hier was. Und auch von der Seite was. 2 sind geklebt und das da vorne ist ein ganz normales Decal, wo wir mit dem, also Nassschiebebild, wie wir es probiert haben. Ja, und ich muss sagen, das ist doch, das Ergebnis kann sich doch sehen lassen. Also es ist wirklich klein und unscheinbar, aber wenn man genauer hinguckt, dann sieht man das Ganze. Und das ist genau das, wie eine Modelleisenbahn langsam dann stimmig wird, finde ich zumindest, mit den Kleinigkeiten. Weil die in Summe, auch wenn sie nicht unbedingt immer so wirklich direkt ins Auge fallen, ja, machen das Gesamtbild einfach der Anlage komplett. Und ich finde gerade, ja, Graffiti gehören einfach zu einer Anlage oder zur Eisenbahn generell dazu. Und so eine schöne Ergänzung.
Und ja, jetzt fehlt natürlich noch was Kleines. Und zwar habe ich hier nämlich noch so Sprayer gekauft gehabt. Und ich würde sagen, da suchen wir uns jetzt einfach mal ein, zwei Figuren raus, weil die können nämlich schön hier am Lokschuppen das Ganze hier noch verfeinern. So, und dann tun wir ein bisschen Sekundenkleber drauf. Einmal. Der hat auch eine schwarze Dose in der Hand. Und er hat sogar eine graue Dose in der Hand. Ich hoffe, man kann es sehen. Und da tun wir jetzt auch, dass das dann weil wir haben natürlich hier auch grau. So. Und die anderen brauchen wir gar nicht. Beziehungsweise, ich habe gerade noch ein bisschen das Sammelsurium, das Lager geplündert. Und zwar ist die Lilly immer sehr, sehr fleißig mit Bemalen von Fahrrädern und Taschen. Da habe ich gedacht, guck mal, wir haben doch hier einfach 2 Fahrräder, können wir noch an die Seite stellen. Und hier noch einmal einen Rucksack und die Tasche, die kann man nämlich auch dann quasi immer hinter hinter dem Gepäckträger drauf schnallen. Das passt ideal, weil da natürlich dann auch die ganzen Spraydosen quasi drin sind. Die kleben wir uns auch noch mal kurz hin. So, und so sieht das Ganze doch sehr fein aus, sehr detailliert, passt eigentlich perfekt zu diesem ganzen Bahnensemble, kann man ehrlich sagen. Und ich würde sagen, mit diesen Bildern verabschiede ich mich bei euch. Hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Einfach mal zu zeigen, quasi in einer Art How-To auch, wie man erstmal Decals aufbringt, beziehungsweise auch welche 2 Möglichkeiten es dann auch gibt. Die zweite hat mich echt überrascht, dass es da doch auch nochmal einfache Sachen gibt. Und ja, wie handhabt ihr das bei euch auf der Eisenbahn? Habt ihr Graffitis bei euch oder möchtet ihr es lieber alles blitzblank haben? Weil das ist ja auch eine Sache, nicht jeder mag jetzt quasi eine Verunstaltung, sage ich jetzt mal so. Freue mich da auf jeden Fall auf die Kommentare und wünsche euch natürlich ganz viel Spaß bei einem der schönsten Hobbys der Welt und einen schönen Moba-Sonntag. Bis zum nächsten Mal, macht es gut, bis dahin, tschüss.